Also ich bin ja im Wiener Umland groß geworden und da hat es nicht wirklich viel gegeben, was man so in seiner Freizeit machen konnte, außer man wäre in eine bekannte Bauerndisco gefahren und das war eher nicht so mein Weg. Und ein Nachbar von mir hat mich im Alter von 15 Jahren diesbezüglich einfach in das Rollenspiel eingeführt, ganz klassisch mit Das schwarze Auge. Also ich muss auch gestehen, das wird meine erste D&D-Runde. Also ich glaube, das eine, was schon damals mich gefesselt hat und auch heute noch eine Triebfeder ist, warum ich gerne Rollenspiele, ist einfach die Interaktion zwischen den Charakteren, sich auch einen Charakter auszudenken, der einem nicht selbst entspricht und in diesen einzufühlen. Einfach auch nachher zu schauen, also diese Perspektivenübernahme des Charakters. Ja. Ich handle nicht als Florian, sondern ich entscheide mich bewusst, in meinem Charakter nachher womöglich Dinge umzusetzen, zu tun, die ich als Privatperson hier im 22. Jahrhundert, 21. Jahrhundert, nie machen werde. Ein Schmäh nicht wirklich. Also das, was ist, ich versuche mich schon auch wirklich mit den Charakteren auseinanderzusetzen, zu schauen, was sind tatsächlich ihre Motivationen, was treibt sie an im Leben, warum möchten sie ein Ziel erreichen. Und viel wichtiger als das in die Rolle reinzukommen, ist auch wieder dieses Entrollen. Ja, weil natürlich beim Spielen entstehen Emotionen, die sind manchmal nicht angenehm und dass man sich da einfach auch wiederum loslösen kann, abschütteln kann. Ja. Es ist eigentlich eine sehr klassische Rolle, was wiederum ein bisschen untypisch für mich ist. Es ist der klassische Abenteurer, Krieger. Und sein Name ist Ephraim, der vor einiger Zeit einen großen Verlust erlitten hat. Und wenn wir Ephraim das erste Mal begegnen, vor der großen Aufgabe steht, sein Leben neu zu ordnen. Und seinen Platz in der großen neuen Welt, die uns unser Gaming Master präsentieren wird, zu finden. Nein, die Herausforderung. Ja, also das einfach mal auch die Komfortzone, die eigene, zu verlassen und die Welt aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie das wird, nachher einfach vor diesen ganzen Kameras zu interagieren. Ich meine, wir sind jetzt ja auch eine Truppe, die noch nicht wirklich viel miteinander gespielt hat. Also das ist jetzt wirklich unser erstes Mal, dass wir auch tatsächlich als eine Gruppe zusammenspielen werden. Und das in einem sehr ungewohnten Setting. Ja, ich hoffe mal für mich, ja, das wäre, dass man das möglichst ausblenden kann, aber auf der anderen Seite ist es ja auch eine großartige Chance, den Zusehern, in diesem Fall dann nachher auch einfach ein Stück weit es zu ermöglichen, uns auf diesem Abenteuer zu begleiten.